Herzlich willkommen aus Bali und gleichzeitig auch zu einem der persönlichsten Videos, die ich bislang so gemacht habe. Ich bin mir ganz sicher, wenn 10 Leute nach Bali kommen, dann werden sie 10 unterschiedliche Inseln erleben, einfach weil Bali so abwechslungsreich ist und so viel zu bieten hat, dass man sich da wirklich sein ganz eigenes Programm raussuchen kann. Und ich nehme euch jetzt mal mit auf meine Insel. Da sind vielleicht nicht unbedingt alle großen Touri-Highlights mit dabei, aber ich zeige euch auf alle Fälle all die Dinge, die ich hier so wunderschön finde und die mich total in ihren Bann geschlagen haben. Und gleichzeitig versuche ich euch auch auf den Weg mitzunehmen, der dazu geführt hat, dass ich die Insel hier anders verlassen werde, als ich sie betreten habe. Ich habe ja schon im letzten Video gesagt, dass ich hier eine sehr weitreichende Entscheidung getroffen habe. Und natürlich erzähle ich euch im Laufe des Videos, was genau ich damit meine und hoffe, dass ihr auch ein bisschen versteht, wie es am Ende so dazu gekommen ist. Also, wir starten auf die Insel der Götter. Von den etwa 17.000 Inseln Indonesiens ist Bali definitiv die am meisten besuchte und viel größer als ich dachte. Auf der Insel leben etwa 4 Millionen Menschen und die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt so ungefähr 95 Kilometer. Von der Westspitze bis zur Ostspitze sind es sogar 145 Kilometer und dabei ist besonders, dass etwa 3/4 der Insel durch Berge vulkanischen Ursprungs bedeckt sind, die natürlich eher dünn besiedelt sind. Das heißt gleichzeitig, dass die meisten Siedlungen und auch Touristen eher in einem relativ kleinen Gebiet im Süden zu finden sind, wo sich dann das Leben aber auch wirklich ballt. Angekommen auf Bali hatten wir unseren ersten Aufenthalt in Ubud. Ubud ist so das kulturelle Zentrum der Insel und wir haben da in einem ganz typischen Homestay gewohnt. So sieht das aus und das heißt quasi, dass man einfach bei einer Familie, die so ein oder mehrere Zimmer vermietet, mit untergebracht ist und da dann unmittelbar mittendrin ist und schon noch so ein bisschen das Gefühl hat, Teil des Alltags zu sein. Ubud an sich ist eine ganz wuselige Stadt, in der tagsüber auf den Hauptstraßen auch ordentlich was los ist. Also da gibt es natürlich ganz viel Verkehr, man sieht ganz viele Roller, gleichzeitig aber auch lauter Yoga-Anhänger, Kunst und, das ist, glaube ich, eine der herausragendsten Eigenschaften, unheimlich viele tolle Cafés und Restaurants. Ich zeige euch jetzt mal in der Folge einfach so ein paar der Dinge, die ich da so im Laufe der Wochen gegessen habe und auch wo das jeweils war, falls jemand von euch auch in der Nähe ist. Und ich habe tatsächlich jetzt auf der ganzen Reise durch Südostasien nirgendwo so gut und gleichzeitig so preisgünstig gegessen wie auf Bali. Also das ist wirklich unglaublich, egal ob in Ubud oder auch in den Orten, die wir danach noch so besucht haben. Man kann einfach so gut essen auf Bali, das macht total Spaß. Das Schöne an Ubud ist, dass man relativ schnell auch aus dem Gewusel rausspazieren kann und man ist wirklich innerhalb weniger Minuten mitten in der Natur auf den Reisfeldern. Ihr seht hier mal so ein paar erste Eindrücke wirklich von unseren ersten Tagen. Und eine Sache, die wir da ganz spannend fanden, ist, dass man so Gehwegplatten gestalten lassen kann. Das heißt, man kann einen Text hinterlassen und der wird dann eben auf eine dieser Platten geschrieben und dann ist man ein kleiner Teil dieses Wegs gleich außerhalb von Ubud. Ganz herzliche Grüße nach Lüneburg an der Stelle. Ja, die zweite Unterkunft, in der ich dann alleine war, weil Lotti inzwischen andere Reisepläne verfolgt, die seht ihr hier und auch die, also ich finde, unschlagbar günstig, total schön und mitten im Grünen. Also auch das ist, das ist wirklich im Zentrum von Ubud, also man ist zu Fuß in ganz wenigen Minuten mitten in der Haupteinkaufsstraße und gleichzeitig aber auch so schön untergebracht. Ja, und wenn man dann rausfährt aus Ubud, das haben wir mit einem privaten Fahrer gemacht, dann
kann man beispielsweise natürlich die Wasserfälle der Gegend anschauen. Auf Bali gibt es, glaube ich, wirklich Hunderte. Und der Katulampo-Wasserfall ist so einer der bekanntesten, natürlich auch entsprechend besucht. Also das muss man schon wissen. Es ist zwar total schön, wir waren auch sehr gerne da, aber man ist da nicht alleine. Ich glaube, selbst wenn man da schon morgens hinfährt, dann sind da natürlich auch ganz viele andere Touristen. Aber das macht es jetzt nicht weniger schön. Ein bisschen mehr Ruhe hatten wir dann am Tibumana-Wasserfall. Das erste Mal so richtig sprachlos war ich, als wir die Reisterrassen nördlich von Ubud besucht haben, und das gesamte Bewässerungssystem der Reisfelder auf Bali steht mittlerweile unter UNESCO-Weltkulturerbe-Status. Und ich finde, wenn man so diese jahrhundertealten Anlagen sieht, die gleichzeitig ja täglich genutzt werden, dann versteht man durchaus, warum das so ist. Also die waren für mich wirklich atemberaubend schön. Ja, und am Rande der Reisterrassen finden sich dann die spektakulärsten Cafés, Restaurants und so Tagesclubs. Also man kann da wirklich auch, wenn man das möchte, den ganzen Tag zubringen, am Pool, im Pool, da leckere Sachen essen und trinken und ja, sich einfach gut gehen lassen. Der höchste Berg auf Bali ist der Vulkan Agung mit über 3000 Metern und der zweithöchste ist dann der Vulkan Batur. Und auf den kann man zum Sonnenaufgang steigen. Und wir haben gedacht, das probieren wir mal und sind dann, also haben halt eine Tour gebucht und sind dann morgens um 2 abgeholt worden von unserer Unterkunft, um diesen Aufstieg zu beginnen. Wir sind dann erstmal in so eine Art Basislager gebracht worden und haben dann eine kleine Stärkung bekommen und dann danach unsere Ausrüstung, also ganz stylische Stirnlampen, und sind dann so gegen vielleicht halb drei wirklich losmarschiert. Erstmal war die Stimmung noch ganz gut, das seht ihr hier so, der erste Teil des Weges ist asphaltiert und es geht zwar bergan und ist schon auch ein bisschen anstrengend, aber das ging alles noch. Und dann wurde es quasi immer schlimmer. Also das war so anstrengend. Ihr seht hier, da sind richtig viele Leute unterwegs. Ne? Also das ist super beliebt, das machen ganz viele Leute. Und mein Eindruck war irgendwie, alle können das besser als ich. Also ich hatte zwischendurch, als es dann über unwegsameres Gelände ging und wirklich eine richtige Klettertour war und so anstrengend. Ich hatte wirklich an manchen Stellen das Gefühl so, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr, ich muss jetzt irgendwie umdrehen. Also ich war wirklich so fertig. Aber als wir dann kurz vor 6 oben auf dem Gipfel angekommen sind, ganz pünktlich zum Sonnenaufgang, da war alles wie weggeblasen und ich hatte mit diesem ganzen Adrenalin im Blut das Gefühl, ich kann alles schaffen. Wenn ich das geschafft habe, diese fürchterlich anstrengende Tour da oben hoch, kann ich irgendwie alles schaffen, egal was ich so machen will. Und das war ein ganz schön krasses Gefühl und wirklich auch eine so der einschneidendsten Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe auf der Reise. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever?
Von Ubud aus bin ich dann weiter nach Siedemen gefahren und damit wirklich im ländlichen Bali angekommen. Also Siedemen liegt weiter nordöstlich in den Bergen und ja, man hat wirklich das Gefühl, eintauchen zu können in die authentische Landschaft Balis. Ihr seht, wie unheimlich fruchtbar das hier ist. Die Unterkünfte sind überwiegend Homestays. Man kann natürlich aber auch so Villen mieten, die dann häufig am Fluss liegen. Das seht ihr hier. Und insgesamt ist es ein bisschen einfacher, aber überhaupt nicht weniger schön. Ja, und obwohl es ein bisschen ländlicher liegt, muss man auch in Siedemen nicht auf wirklich spektakuläre Cafés und Restaurants verzichten. Hier seht ihr zum Beispiel das Koli Koli. Das ist erst vor 3 Monaten eröffnet worden und liegt so ein bisschen erhöht mit einem spektakulären Blick natürlich über die Berge und auch über das Tal mit großartigen Essen. Also da habe ich mich auch eine ganze Weile aufgehalten und ihr seht, wie das so aussieht, wenn ich eure Kommentare beantworte. Hier im Bild. Und ehrlicherweise im Koli Koli sind selbst die Waschräume Instagrammable. Also das ist einfach so schick gemacht, dass es ja total Spaß macht, da dann auch Zeit zu verbringen. Natürlich haben mir zum einen diese großartigen Cafés es leicht gemacht, anzukommen in Siedemen, zum anderen aber auch einfach die Natur und die Landschaft. Also ich bin ganz häufig morgens gleich spazieren gegangen und nehme euch jetzt einfach mal mit auf so einen typischen Morgenspaziergang, damit ihr auch so ein Gefühl dafür bekommt, wie es so wirklich ist im ländlichen Bali. I could wonder why I am even talking to you when nothing is to become. It's trouble and then some. You live halfway around the world from me, and to start something seems a no good idea. It's clear to see, but when sparks fly, you know you must try. When your blood boils like it's on fire, then you know that it's do or die. When sparks fly. So we go running straight into the waves. I have heard that the heavens favor the brave. We're too late to save. But when sparks fly, you know you must try. When your blood boils like it's on fire, then you know that it's do or die. When the sparks fly.
Ja, so schön die Landschaft in Tiedemann noch ist, was meine Zeit da hat wirklich besonders werden lassen, sind die Menschen, die ich dort kennenlernen durfte. Und der erste war Vajan, der ganz bei mir um die Ecke rum eine kleine Kochschule betreibt, in der ich dann relativ kurz entschlossen mir einen Kochkurs gebucht habe zu Ostern, weil ich irgendwie am Ostersonntag gerne auch was besonders Schönes machen wollte. Und wir haben dann gemeinsam 6 balinesische Gerichte gekocht. Und natürlich hat mir Vajan dabei auch ganz viel einfach erzählt über seine Kultur und ja, und das Leben. Put the skin on because we need aroma. Okay. The skin and then same seasoning, Manja, ya? Ja. Little salt. Then mushroom stock, white pepper, together. Mix very well. So, und jetzt schaut mal, wie lecker das geworden ist. Also das war wirklich ein Festessen, das dem Ostersonntag absolut würdig war. Ja, und schon am nächsten Tag bin ich dann über diese kleine Boutique hier gestolpert. Asti Kebaya. Das ist wirklich in der Seitenstraße so ein kleiner Laden, ehrlicherweise mehr für die Leute im Dorf mit so traditioneller balinesischer Kleidung. Und bin da aber, weil ich diese Gürtel, die ihr da seht, so schön fand, mit Asti ins Gespräch gekommen. Und Asti hat nach der Corona-Pandemie diesen kleinen Laden eröffnet, um die Familie damit noch so ein bisschen mehr auch zu unterstützen und hat nebenbei auch eine kleine Änderungsschneiderei. Das heißt, falls ihr irgendwie mal in Tiedemann seid und irgendwas repariert haben müsst, dann schaut da gerne bei Asti vorbei. Und irgendwie haben wir uns einfach ganz schnell richtig angefreundet. Also es war total schön. Wir waren irgendwie total auf einer Wellenlänge und Asti hatte richtig Spaß dabei, mir zu erzählen von ihrer Kultur, von ihrer Religion, einfach von allem, was so das Leben auf Bali ausmacht. Und natürlich habe ich ihr im Gegenzug auch ganz viel erzählt vom Leben bei uns. Und ganz genauso schnell habe ich mich irgendwie mit ihren beiden Jungs angefreundet, Manadi und Ekka. Und wir haben einfach gespielt miteinander. Das geht ja auch mit relativ wenig Verständigung. Und trotzdem habe ich aber gedacht, also das war jetzt einer der Auslöser, auch wirklich Indonesisch lernen zu wollen. Und auch dabei hat mir Asti total geholfen. Schaut mal, hier seht ihr so meine ersten Anfänge beim Indonesisch lernen. Nggak gini. Okay. Selamat sore, Manja. Selamat sore, Asti. Apa kabar kamu hari ini? Saya baik-baik saja. Terima kasih. Bagaimana dengan tidur kamu kemarin malam? Ich empfinde das tatsächlich als großes Geschenk, einfach für eine kurze Zeit so ein kleiner Teil einer balinesischen Familie gewesen zu sein und so. Also wir haben uns wirklich jeden Tag dann gesehen. Zum einen natürlich zum Sprachelernen, zum Spielen, aber auch einfach, um so Zeit miteinander zu verbringen. Und ihr seht hier am Schluss Mangadi, den Kleinen, der da mit Inbrunst sich einen Drachen bastelt. Das hat er übrigens wirklich jeden Tag gemacht, an dem ich da war. Und ich finde das so schön, dass er einfach nur mit dieser Plastikfolie und mit einem Räucherstäbchen sich da einen total coolen Drachen gebastelt hat. Und wie gesagt, so dieses Eintauchen ins echte Leben, das war sehr besonders und hat für mich auch nochmal eine Entscheidung klarer werden lassen, die ich eigentlich schon davor getroffen hatte. Ja, und diese Entscheidung, nämlich mein Leben grundlegend zu verändern, hat mich dann ganz am Ende meiner Zeit hier auf Bali auch nach Tirta Empul gebracht. Tirta Empul ist ein Wassertempel, super bekannt, also eine der Haupttouristenattraktionen auch. Ich bin gleich morgens hingefahren, also ab 7 macht der Tempel auf und ich habe schon zugesehen, dass ich da auch wirklich gleich morgens ankomme, weil ich das Reinigungsritual mitmachen wollte, dass man dort eben machen kann. Und ihr seht schon, also das ist wirklich ein sehr besonderer Ort, da ist eine ganz eigene Energie, die spürt man auch gleich, wenn man da hinkommt. Und ich habe das so gemacht, weil mir das wirklich wichtig war, dass ich mir dann vor Ort einen Guide gesucht habe, der mir das Ritual erklärt hat und mich da auch mit durchgeführt hat. Also es ist so, dass eben in Tirta Empul
eine heilige Quelle entspringt und ihr seht hier wirklich diese Quelle, also wo das Wasser rauskommt. Ja, und dann beginnt das Ritual so, dass man zu dem Gott oder zu der Energie, an die man eben glaubt, spricht und für sich einmal ganz deutlich macht, was man sich eigentlich wünscht, wovon man sich vielleicht reinigen will, verabschieden will, was man loslassen will im Rahmen dieses Rituals. Es gibt dann 3 Wasserbecken, in die man geht, und in jedem Wasserbecken gibt es mehrere Wasserstrahlen, die eben genau aus dieser Quelle kommen, und jeder Wasserstrahl hat eine andere Funktion. Man beginnt dann, wenn man davor steht, nochmal ganz klar daran zu denken, was man jetzt von diesem Wasser quasi wegspülen lassen will. Das sind so Sachen wie natürlich körperliche Beschwerden, schlechte Energien, schlechtes Karma, ungute Gedanken, die man vielleicht hatte. Dann wäscht man sich 3-mal das Gesicht und dann lässt man sich diesen Wasserstrahl so über die Krone des Scheitels laufen. Also das ist so der Ablauf, und das wiederholt man dann eben an jedem dieser Wasserstrahlen, die halt für unterschiedliche Dinge stehen. Und ehrlicherweise so an den ersten 2, 3 war dieser Ablauf noch so für mich präsent, dass ich erstmal irgendwie dem nur folgen wollte und mich gar nicht so richtig darauf einlassen konnte. Aber dann hat sich für mich schon auch das verändert. Also je länger ich da im Wasser war, je stärker war mir auch bewusst, was ich da eigentlich so gerade alles loslasse. Und das ist tatsächlich ein Stück weit mein altes Leben. Denn ich habe entschieden, nicht nach Greifswald zurückzugehen nach meinem Sabbatjahr, sondern weiter zu reisen. Und entsprechend auch nicht mehr als Lehrerin fest an einer Schule zu arbeiten, sondern, und auch das ist noch ganz neu für mich, mir eine neue Beschäftigung zu suchen. Und zwar möchte ich unbedingt weiterarbeiten mit Jugendlichen und mit Familien. Das ist das, was mir unheimlich am Herzen gelegen hat in den letzten 12 Jahren meiner Tätigkeit. Und ich habe für mich entschieden, dass ich als Coachin arbeiten möchte und einfach Jugendliche noch viel intensiver begleiten, als ich das bislang konnte. Ja, und als ich da so in diesem Wasser war und wirklich einmal alles Alte habe so abfließen lassen, das war schon sehr einschneidend für mich. Also das war für mich wirklich das Abschließen mit dem einen Kapitel meines Lebens und der Beginn eines ganz Neuen. Ja, und der letzte Wasserstrahl, zu dem man dann geht, ist derjenige, an dem man einfach um Schutz und auch Unterstützung bitten kann für alles, was eben die Zukunft so bringt. Und das war der mich hat fühlen lassen, dass es ganz klar die richtige Entscheidung ist. Also mir geht's total gut mit dieser Entscheidung und ich blicke voller Vorfreude und auch voller Energie in diesen neuen Lebensabschnitt. So, jetzt ist es raus. Ich werde euch also auch noch nach Ende meines Sabbatjahrs erhalten bleiben hier auf dem Kanal, denn ich habe tatsächlich vor, auch weiterhin Videos zu machen. Mein Plan ist so, dass ich auf alle Fälle weiterreisen will. Also das war so das Ausschlaggebende und das habe ich auch ehrlich gesagt schon relativ früh gewusst, dass ich mir das wünsche. Also schon während der Weinernte in Frankreich, wer sich vielleicht daran noch erinnern kann, habe ich so gedacht, oh, eigentlich will ich auch in diesem Jahr wieder zur Weinernte fahren können und vielleicht auch im Jahr danach. Und damals habe ich aber noch mich überhaupt gar nicht getraut, so das weiterzudenken, weil ich natürlich zu Hause unheimlich viel aufgebe und das ist mir auch sehr bewusst. Also ich verlasse ja nicht nur eine Arbeitsstelle, die mir sehr am Herzen liegt. Also ich fühle mich super wohl an meiner Schule und bin da auch ganz glücklich, habe da irgendwie auch ganz viel mit aufgebaut. So, ich verlasse ja auch eine Stadt, in der ich mich zu Hause fühle und natürlich Freunde und ein soziales Umfeld. Und gleichzeitig aber gibt mir das die Möglichkeit, noch so viel mehr zu sehen und zu erleben und ja, einfach mein Leben auch nochmal ganz anders zu gestalten. Und genauso wie ich mich darauf freue, macht mir das natürlich manchmal auch einen Heidenrespekt. Also keine Angst, das wäre irgendwie falsch zu sagen, aber mir ist schon klar, was das für ein Schritt ist. Ich meine, ich habe jetzt noch 25 Jahre zu arbeiten und natürlich irgendwie auch Geld zu verdienen und dann nochmal so ganz von vorne anzufangen, das ist nicht so ohne und das ist mir völlig klar. Und gleichzeitig denke ich aber, dass es das Richtige ist. Ich habe auf diese neue Tätigkeit so Lust. Also das kann ich mir richtig gut vorstellen, einfach weiterhin Jugendliche unterstützen zu können. Das ist echt das, was mir total am Herzen liegt, was ich machen möchte. Und dann aber
als digitale Nomadin. Das war ein Begriff, den hätte ich mir vor 1,5 Jahren noch überhaupt gar nicht vorstellen können. Und jetzt fühlt sich das für mich aber wie der absolut richtige Lebensweg an. Also, ich werde weiter reisen, auch über den Sommer hinaus, dann wieder natürlich in meinem Bus, aber planmäßig auch wieder hier in Asien. Denn, das habe ich vorhin irgendwie so ein bisschen angedeutet, ich lerne nicht ohne Grund Indonesisch. Ich will unbedingt hier nach Bali zurückkommen. Mir hat hier so gut getan. Irgendwie die Insel, finde ich, ist einfach ganz besonders. Hier ist eine ganz besondere Energie. Die Menschen hier sind, das sagen tatsächlich irgendwie alle, die sind irgendwie glücklicher. So, es ist ganz schön, hier zu sein. Und ich kann mir eben gut vorstellen, dann so die Sommermonate in Europa zu verbringen, in meinem Bus, und den Winter hier in Südostasien. So ist der langfristige Plan. Der ganz dicht drückende Plan jetzt in den nächsten Wochen ist, dass ich Lotti schon in der nächsten Woche in Vietnam wieder treffe. Da reisen wir also jetzt beide hin und da treffen wir uns dann wieder und sind dann da auch wieder gemeinsam unterwegs und wollen dann von Hanoi aus Vietnam erkunden, so vor allem den Norden und das Zentrum, wollen dann wahrscheinlich auch nochmal nach Kambodscha, nach Angkor Wat und fliegen dann Mitte Juni wieder zurück nach Deutschland. So, in den nächsten Wochen gibt es also noch ganz viele Reisevideos mehr. Wenn ihr es also noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne diesen Kanal, damit ihr die nicht verpasst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch ein Like hier. Und wenn ihr mögt, dann schaltet in der nächsten Woche wieder ein. Da bin ich nämlich in Singapur. Da mache ich noch einen ganz kurzen Zwischenstopp, bevor es dann nach Vietnam geht. Und da freue ich mich schon richtig drauf. So, damit euch allen eine ganz schöne Woche und bis zum nächsten Mal.